Ich hoffe, es geht dir gut, weil es ist der Teufel los in der Welt. Ich glaube, das hast du sicher schon gemerkt. Und das Einzige, was hilft, ist halt, dass wir uns an ihn wenden und wieder erinnern, dass wir um Hilfe gebeten haben und dass diese Hilfe von einem beantwortet wurde und dass dieser eine, der alle unsere Hilfe beantwortet, der ist, dem wir uns anvertrauen möchten und nicht irgendeinem Zeugen oder Fingerzeiger der Welt. Und das darf natürlich geübt werden, ne? Weil unser Thema, was wir hier dieses Monat ja hin und wieder oder immer wieder uns lehren und demonstrieren, ist ein ganz wesentliches Thema. Lösungsformeln aufzustellen, ist das Problem des menschlichen Geistes. Attraktion in den eigenen Erlösungsformeln zu glauben, finden zu können, ist das Problem des Getrenntseins. Und wir haben hier die, die ja in den Gruppen auf Telegram und auf WhatsApp dabei sind, haben ja vielleicht so ein paar Definitionen mitbekommen oder Ideen, Anregungen, wie wir dieses Thema angehen können. Dass es wirklich darum geht, dass wir hinblicken, was für uns vertrauenswürdig ist und ob es die Illusionen, die selbstgemachten Illusionen sind oder die höhere Führung, ob es magische Heilmittel, Kurmittel sind oder tatsächlich die Einladung von ihm, nach Hause zu kommen, heute und jetzt, der Weg raus von hier. Ja. Auch die Idee, dass der Moment der Wahrheit, der Moment des heiligen Augenblicks, der Moment der Ganzheit, der Heiligkeit, dass damit irgendetwas getan werden müsste, führt automatisch zu einer Form von, wie es zum Ausdruck gebracht wird, zu einer Dogmatisierung dieses heiligen Momentes, dieses Momentes der Wahrheit. Und auch ein Versuch, sich selbst als besonders darzustellen oder sich besonders zu halten, besonders zu definieren, findet natürlich in den spirituellen Kreisen. Das Ego findet genug Anhänger dafür, weil auch der gute Kursschüler, der fleißige Jünger, wie es beschrieben ist, ja, sehr wachsam sein muss, ob er nicht in die Falle der Besonderheit wieder reintappt. Ne? Weil wenn ich mir sage, ich bin ein wirklich fleißiger Student, ein wirklich fleißiger Lehrer, dann habe ich bereits in dem Gedanken eine Besonderheit in meinem Geist gehalten und gemacht, weil es ja eine Perspektive ist, dass es dann jemand anders auch geben würde, der nicht so fleißig wäre wie ich. Ne? Und natürlich viele von uns, auch wie ich in meiner Erziehungsform einer ganz normalen alpinen Familie, bin aufgewachsen, ein guter Junge zu sein. Das war eine absolute Prämisse. Sei brav, sei ein guter Junge. Und dann sind wir zufrieden. Dann erfahren wir Lösung. Natürlich, was dahinter steht, und dafür können wir dann auch hinblicken, irgendwann mal wieder in das Kapitel 19, in die Hindernisse zum Frieden, weil ja alles, was Erlösungsformeln für den menschlich-konzeptionellen Geist darstellen, dreht es sich um irgendeine Idee mit Körper, über Körper, für den Körper. Körper muss, eine Körperidentität muss anerkannt werden, sonst gibt es keine Erlösungsformeln innerhalb der Ego-Denkweise. Und was die Angst wirklich da ist, und das ist, wobei wir eingeladen werden von Jesus, dass wir, dass wir stehen bleiben können in unserem Geist und sogar einladen, dass uns gezeigt wird, wie die vollständige Auflösung unseres Selbstkonzeptes, was das in unserem Geist dann an Erfahrung oder an Erkenntnis bringt. Und diese Angst vor dieser Auflösung ist Teil der Lösungsformeln, weil der Grundsatz, der Grundstock, wie Lösungsformeln erfahren werden,
Was ich heute in dieser ersten Episode mit diesem Monatsthema erstmal anreißen möchte, sind eigentlich ganz simpel 3 Aktionen im Geist. Es bedarf einer Wahrnehmung, es bedarf ein Prozessieren im Geist und es bedarf eine Reaktion aus dem, was im Geist dann projiziert, also prozessiert wurde. Die Wahrnehmung beginnt meist einfach ganz simpel damit, ich fühle mich nicht wohl, ich fühle mich getrennt, ich fühle mich nicht integriert. Es ist ein Unwohlsein im Bewusstsein. Das reicht bereits aus. Ein bestimmtes Unwohlsein, nicht ausgerichtet sein, nicht eins sein im Bewusstsein, ist die Wahrnehmung, die diese Erlösungsformeln buchstäblich in Gang bringen. Das Fundament davon ist eine Wahrnehmung davon, irgendetwas ist da gerade falsch am Werken oder ist in mir falsch wahrgenommen. Und da beginnt der Geist zu prozessieren. Wie prozessiert er solche Wahrnehmungen? In erster Linie, da gibt es natürlich, die gesamte Psychologie spricht darüber, aber in erster Linie sind es alles Urteile in unserem Geist. Wir beurteilen diese Wahrnehmungsobjekte oder diese Wahrnehmungen. Und diese Urteile werden entweder nach außen gewandt oder auch wenn das Außen nicht mehr entsprechend reagiert oder so reagiert, dass es in dem Sinne wirklich eng wird, dann werden diese Urteile im Menschengeist auf, genau Maren, auf einen selbst gerichtet. Dann wird es zum Selbsturteil. Und dieses Selbsturteil, äh, darin haben wir gelitten und haben wir gelebt, Hunderte und Tausende von Jahren. Das wurde ja von den Kirchen und Religionen sogar dargestellt. Ne? Je besser du dich kreuzigen kannst, desto näher bist du dem Himmel. Da kommen wir her, Bruder. Ja? So wahnsinnig wir das jetzt sofortig erkennen können. Aber das ist unsere Geschichte. Und dieses Selbsturteil beruht natürlich wieder mit Ideen im Geist, die nicht aufgehoben, die nicht transformiert wurden. Wenn du dir solche Beispiele durchdenkst und ansiehst, und jeder von uns hat natürlich auf der Zeitlinie genug solcher Beispiele, dann wirst du sehen, dass du sofort und relativ schnell ein Mangelgefühl erkennen kannst. Und es mag durchaus ein Mangelgefühl sein von einfach, da fehlt mir jetzt etwas. Es fehlt mir da jetzt etwas in der Kommunikation, es fehlt mir etwas in dem Bild, das ich sehe, in der Situation, die ich erfahre. Es ist ein Mangelgedanke, der sich da zeigt und dieses Urteil in dem Sinne begründet und festigt und nährt. Oder es ist wirklich diese ganz menschlichen Ängste auf der Ebene, ich bin nicht gut genug, ich schaffe es nicht, das ist zu viel für mich, das ist zu hoch, das verstehe ich nicht und so weiter. All diese Wertlosigkeitsgefühle dringen hier genauso ein und vermischen sich, bestärken diese Mangelgefühle und bestärken damit den Urteil im Geist dieses Selbsturteils. Und da können wir natürlich noch weitere Listen erstellen und Ideen aufführen, die vielleicht dann auch über dieses Monat ganz spontan in unseren Geist kommen. Es wird immer etwas mit unserer eigenen Umwandlung, mit unserer eigenen Geschichte zu tun haben, mit unserer eigenen Transformation. Das wollen wir nie. Wir studieren hier nicht etwas, was für andere ist. Wir studieren wirklich unseren eigenen Geist, weil wir nicht mehr dem nachgeben wollen, dass wir wieder in dieselben Fallen tappen, wieder einfach uns nur im Kreis drehen mit denselben Fehlerapplikationen. Was wir uns natürlich anschauen müssen, sind auch, was sind denn dann Reaktionen darauf? Weil natürlich, wenn ich in meinem Geist in einem Mangel verbleibe, werde ich eine Reaktion oder wer wird mir das Ego anweisen, darauf zu reagieren? Und werde ich in Versuchung geraten, diese Reaktion als wirklich darzustellen, als wichtig darzustellen, ich werde es rechtfertigen versuchen. Und nachdem es ja um Erlösungsformeln im Geist geht, ist es eine Wahl in unserem Geist. Es ist eine Entscheidung, so wie die heutige Lektion.
dass ich könnte anstatt dessen, anstatt was immer ich sehe, Frieden sehen, Frieden wahrlich erfahren und in Erfahrung bringen. Und so ist es eine Reaktion im Ego-Geist, wo die Wahl bevorzugt wird für magische Mittel. Und wenn es um irgendetwas geht, was Körperlichkeit, Emotionalität oder Mentalität anlangt, dann sind wir eigentlich gedrillt darauf, magische Kuren zu finden, Heilmittel, magische Heilmittel zu finden, zu suchen und zu finden und sich dann, weil wir so gute Kursschüler auch sind, darauf zu fokussieren, darauf zu vertrauen, dass das funktionieren wird, alles noch vielleicht darin investieren und letztendlich, weil wir schon so weit wissen, dass es wirklich einen Fokus bedarf und eine Konzentration auf etwas und dann funktioniert es ja, schließen wir alles aus. Jede andere Kommunikation wird ausgeschlossen, wird liegen gelassen, wird wieder in die Ecke gestellt, weil der Fokus da ist, wo ich meine, hier ist mein Erlösungsmittel. Und an keinem Moment, und das ist, was uns Jesus versucht, hier in diesen ersten Lektionen zu lehren, wird der Geist sich fragen, ja, nehme ich überhaupt mein Bestes selber wahr? Kann ich es überhaupt selber wahrnehmen? Habe ich überhaupt die Fähigkeiten? Habe ich überhaupt das Zeug dazu, meinen Erlösungsplan selber zu schreiben? Es ist so stupide, wie ich es mir gerade selber sage. Ja, es ist wirklich, da ist überhaupt keine Schwierigkeit, da ist kein Schwierigkeitsgrad darin, das zu verstehen. Das kann ich jeden streunenden Hund auf der Gasse lehren und der wird mir zunicken und wird es verstehen und wird mir ein Lachen zurückgeben. Da ist doch nichts Schwieriges daran, das zu verstehen. Gibt es dann Schwierigkeiten, das umzusetzen und zu leben? Das ist, was wir uns natürlich hier fragen dürfen. Und dieses Fokussieren, Investieren, anderes ausschließen, das kennen wir sehr gut in den Bildern. Sieh dir an, Beziehungen oder wie ich gesagt habe, diese Wahrnehmung über eigene körperliches Unwohlsein, Unwohlbefinden, irgendetwas liegt da falsch mit mir, emotionale Einbrüche. Oh mein Gott, ich wurde gerade verlassen. Was für ein emotionaler Einbruch. Es ist gerade etwas verloren gegangen in meinem Traum. Auch muss doch einen emotionalen Ausbruch von Trauer, Traurigkeit und Verlust, Angst empfinden. Das ist, wie der menschliche Geist operiert hier. Ne? Und wir sehen es natürlich auch in am Arbeitsfeld, wo wir tätig sind. Jeder Ansatz von Burnout gehört dazu, ne? Ist eigentlich eine Reaktion darauf, dass etwas identifiziert wird, da ist etwas falsch und das kann ja so nicht funktionieren. Ja. Aber sieh dir auch das politische Feld an der Welt. Genau dasselbe, genau dieselben Tendenzen von dieser Reaktion auf das Selbsturteil, auf eine Wahrnehmung, dass hier irgendetwas falsch liegen muss. Und was uns Jesus eigentlich aufzeigt, und er benennt es wirklich mit Adjektiven, die uns eigentlich die Haare zu Berge stehen lassen sollten. Aber er spricht wirklich von einer fruchtlosen Suche, die versucht wird fortzusetzen. Und ich gehe hier vielleicht mit dir in eine Lektion, die wir ja in etwas mehr als 1,5 Monaten machen werden, die für mich eine der wesentlichsten Lektionen auch des Kurses ist und im Verständnis zu diesem Thema, egal jetzt, ob wir das nur heute behandeln würden oder das ganze Monat oder solange wir uns in Raumzeit befinden. Es ist die Lektion 71, nur Gottes Heilsplan wird funktionieren. Weil solange ich nicht ganz klar in meinem Geist bin, dass nur sein Plan für mein Heilsein, für meine Erlösung funktioniert, werde ich in diese Fallen tappen, wie ich sie gerade dir erklärt habe. Ne? Werde ich der Versuchung ganz schwierig widerstehen können. Aber wenn der Geist ausgerichtet ist, dass nur sein Heilsplan funktioniert, dann kein Problem. Dann kann ich sofortig eigentlich mich ausrichten und sehen, dass das hier tatsächlich nur ein Spielfeld ist, wo ich träume und wo sich diese Spielfilme auf der Leinwand projizieren und ich brauche mich eigentlich überhaupt nichts aufregen.
Aber natürlich werde ich genau das bekommen, wie ich es in meinem Geist als möglich oder wirklich halte. Und deswegen in Gesprächen auch mit Brüdern, da werden ja diese Ansätze immer wieder deklariert. Und das ist, was ich jetzt machen werde. Und anstelle der Lektionen und anstelle des Kurses mache ich jetzt dies, weil das brauche ich jetzt viel notwendiger. Ich brauche jetzt einfach, ich muss irgendwo zu diesem Frieden kommen. Und was rauskommt im Gespräch ist, dass jeder, ich bin ein Profi dabei, ich sag dir, ich bin in diese Falle tausende von Jahren gefallen. Ja, deswegen kann ich dieses System ganz gut durchschauen. Ne? Sofortig den eigenen Erlösungsplan zu beschreiben. Ich weiß ganz genau, was mir und für mich am besten ist. Wusstest du das auch? Dass ich weiß, was für mich am besten ist? Ich brauche nicht Jesus fragen, den Heiligen Geist oder vielleicht sogar noch dich als Bruder. Nein, ich weiß es viel besser. Ja? Und wenn dann jemand kommt, der sagt, du bist vollkommen wahnsinnig, willst du nicht umdrehen und ich strecke dir die Hand aus, ich habe hier ein vollkommenes Alternativangebot und dann so, naja, überlege ich mir mal. Momentan bin ich beschäftigt da mit meinen eigenen Sachen. Ich lasse dich dann wissen. Ne? Ja, wir sind einen weiten Weg des Widerstands und der Selbstrechtfertigung gekommen. Absolut, ne? Der Selbstkreuzigung nennen wir es jetzt, ne? Also man kann immer nur hinterher Gott segne uns alle und wirklich jeden Einzelnen und ganz besonders mich. Zum Abschluss etwas aus dem Tag 2 Aphorismus auf der Seite 36. Das war gleich zum Eingang als Einleitung, wo es begonnen hat, Tag 2 die Wahl, dem Ruf jetzt zu folgen. Und zwar hat mich da die Frage beschäftigt, was bedeutet Schicksal? Ja, weil das ist ja auch so die Idee mit den Erlösungsformeln. Dann kann ich ja sagen, okay, ich bin nicht verantwortlich, es ist ja ein Schicksal, dass da außerhalb von mir etwas passiert. Oder als Kursler sagen wir dazu, das Drehbuch ist schon geschrieben und die meinen damit, dass damit die Illusionen darin beschrieben wären im Erlösungsdrehbuch. Das sind keine Illusionen beschrieben, keine Träume beschrieben in dem Drehbuch. Das ist beschrieben, wie ich aufgewacht bin und jetzt aufwache. Das ist das Drehbuch zur Erlösung. Das wird immer vollkommen falsch gedeutet, damit hier eine Rechtfertigung von den eigenen Plänen und von den eigenen Traumvorstellungen gemacht wird. Da muss man wirklich mal auf den Tisch knallen mit der Faust. Ne? Und da werden solche Sachen dargelegt, als ob sie Wert hätten und als ob sie die Wahrheit repräsentieren würden, was vollständig illusionäres Selbstkonzept nur ausdrückt und sonst nichts. So, diese Idee mit dem Schicksal ist dasselbe. Ne? Das einzige Schicksal, das Mensch hat, ist aufzuwachen und bei seinem Vater zu Hause zu sein. Das ist das unweigerliche und unveränderbare Schicksal des Menschendaseins. Da gibt es kein anderes Schicksal. Das muss mal in unsere Köpfe reingehen. Jesus beschreibt nicht ein anderes Schicksal, ja, von einer Reise, die du begehst. Die sagst du ja alles, das sage ich mir alles selber, die Reise, die ich dazu begehe. Er wird immer nur nicken. Ja, ja, natürlich, ja. Wenn du Hilfe brauchst, bin ich da für dich. Ne? Das ist seine Antwort. Was bedeutet Schicksal? Dem Rat des Todes folgen, getarnt als Füße eines Körpers oder sogar ein Auto oder Einladungen von Mitreisenden. Nicht zu wissen, wohin es dich führen wird. Was möchtest du, dass daraus werden soll? Aus der Idee von Schicksal. Nicht daran zu zweifeln, dass jede Situation auf dieser Welt perfekt für die Erlösung ist, wobei nichts geändert werden muss, außer dein Geist, mein Geist. Offen zu sein für die Wahrheit des Allesseins, von allem und dadurch in der Offenbarung der einzigen Wirklichkeit zu leben, alles Gott hinzugeben, in diesem Moment, jetzt, so dass es in all deinen Geschehnissen ereignet, dass es sich von selbst vertiefen kann, ohne Spuren zu hinterlassen.
sogar ohne etwas von solch Tiefe zu wissen, du bist hierher gekommen, um seiner Führung zu folgen und Vertrauen zu haben, dass du überall hin, Anführungszeichen, gehen kannst. Indem du die Sühne großgeschrieben für dich selbst annimmst, wirst du zu deinen eigenen selbstgemachten Bildern gesandt, Anführungszeichen, die da draußen zu sein scheinen und doch alle Teile von dir selbst, deinem eigenen Geist sind. Was sonst kann dann noch getan werden, als zu feiern, zu heilen, zu vergeben, zu lieben und einander als ein Selbst zu segnen? Ich weiß nichts über Schicksal. Das soll in unserem Geist resonieren. Wir wissen nichts über Schicksal. Schicksal, ein Wort, das von denen geschaffen wurde, die das Leben nicht so akzeptieren können, wie es großgeschrieben ist, wie es wahrlich, was wahrlich Leben ist. Was nützt es, einen bereits in Gott bestimmten Moment Schicksal zu nennen? Obwohl er benannt wurde, kann er nichts anderes als ewiges Leben sein. Das Leben ist jedoch nicht so, wie diese Welt zu sein scheint. Ein Todestraum, von dir selbst, Anführungszeichen, erschaffen. Das Leben ist ganz, wie das Selbst, ewig, unbegrenzt. Das Leben ist das einzige Ereignis, ein gleichzeitiger, scheinbar andauernder Prozess nie ändernder Veränderungen. Dies hier ist nicht Leben. Das Leben ist ohne Gegensätze zu leben, weil du eine Quelle mit allen teilst. Und das ist unveränderlich. Und so weiter und so fort. Danke, ihr Lieben. Gibt es irgendwelche Anregungen, Fragen, Kommentare? Oder sind wir alle in höchster Glückseligkeit verbunden mit einem selbst? Strahlend, wie ich sehe, jeder strahlt hier vor sich hin, wunderbar in der Zustimmung, dass nur Gottes Heilsplan verfolgt wird und annehmbar ist. Also sich was zu wünschen ist ein Gebet, ne? Und ist der Aufruf, letztendlich Götzen einzuladen in deinen Geist. Mhm. Und das ist, finde ich, eine irrsinnig ganz klare Aussage von ihm. Solange ich diese Wünsche habe, lade ich immer Götzen in meinen Geist ein. Er sagt, und das Resultat wird immer Leiden sein. Wird immer die Erfahrung von Groll sein, weil ich ja nicht vollkommen Gottes Heilsplan erkenne, in dem bereits alle Wünsche erfüllt sind. Genau. Es ist ja auch nur alles passiert im eigenen Geist. So, jeder Wunsch, selbst der Wunsch, wie er zum Ausdruck gebracht wird, ständig. Ne? Ich wünsche mir Frieden, sagen wir mal. Ne? Frieden und Glückseligkeit. Ne? Wenn ich in Frieden bin und in Glückseligkeit weiß, dass das mein Sein, dass das ist, was ich bin, dann brauche ich es ja mir nicht wünschen. Dann ist der Wunsch schon ein Ausdruck des Zweifels, dass ich es wirklich habe und bin. Und dieser Ausdruck des Zweifels hat bereits ein Involviertsein des Egos und das Ego wird einen Weg beschreiben, wie wir da hinkommen können. Und das haben wir gerade geteilt in der Session. Es wird nie gefunden werden. Das Ego es wird immer ein Weg beschrieben werden. Ah, du wünschst dir den Frieden? Wunderbar, ich begleite dich darauf. Aber das Ego wird sicherstellen, dass wir es nie finden werden. Ja? Und deswegen ist Wünschen sehr gefährlich. Ja? Oder ist nicht ein Ausdruck des Erlösungsplans. Aber es stimmt, was du sagst, Robert. Ja, er sagt aber, Wünschen ist bereits ein magisches Gebet. Also es ist ein magisches Gebet, das Götzen den Platz Gottes ersetzen sollen in meinem Geist. Ja, aber ich muss den Götzen ja machen, ne? Verstehst du? Das heißt, ich muss eine Vorstellung von Frieden, sagen wir mal, das ist ja ein hoher Wunsch, ne? Und dass es zu einem Götzen wird, das wäre dann, okay, Frieden zum Beispiel in der Welt, Frieden unter den Völkern und so weiter, ne? Da mache ich dann ganz bewusst einen Götzen daraus. Aber ich müsste es nicht machen, ne? Als fortgeschrittener Geist kann ich sehr wohl hergehen und sagen, okay, da ist ein Wunsch nach Frieden in einer Beziehung und das gebe ich jetzt ihm
und lass mir von ihm zeigen, was bereits in Frieden ist, dann habe ich diesen Wunsch nicht zum Götzen gemacht, sondern ihn auch benutzt, um mich zu erfahren in der Heilung und in der Umwandlung. Also ich kann es sehr wohl unmittelbar verwenden für die Umkehr meines Geistes. Danke. Danke. Michael, du hattest die Hand erhoben. Magst du was sagen? Ja, zu Beginn hattest du von 3 Aktionen gesprochen. Für meinen strukturierten Geist wäre es schön, wenn ich nochmal den dritten Aspekt von dir mit einem Begriff umschrieben. Vielleicht habe ich es einfach übersehen. Du hattest von erstens Wahrnehmung, zweitens Prozessieren und drittens wäre der Aspekt Reaktion. Reaktion. Auf das Prozessieren. Das Prozessieren initiiert eine Reaktion. Ich tue was damit dann. Ne? Und Also da waren halt Reaktion die Beispiele. Reaktion im Sinne von zum Beispiel eben meinen Ich eigenen wähle jetzt Heilsplan dieses magische aufzustellen. Mittel. Ich Ja. wähle jetzt diese Kur, um mich zu erlösen und zu heilen. Ich fokussiere mich darauf, ich investiere darin, schließe alles andere aus. Jetzt mache ich das, diese Meditation, das gehört alles dazu. Ja, okay. Das sind Verstehe. alles Reaktionen darauf, die zuerst eigentlich im Geist als Mangel projiziert wurden und auch als solche wahrgenommen wurden. Danke. Ja, danke dir. Weil ich mit Erlösung ja nichts machen muss, richtig? Also weil es da drin ja nichts zu tun gibt in dem, was ich wirklich bin. Genau, genau. In Wirklichkeit werde ich nur gebeten, anzuerkennen, wer ich wirklich bin und was mir bereits gegeben wurde und was sich bereits in meinem Geist eröffnet hat. Und mit wem ich gehe und mit wem ich jetzt kommuniziere und wer das ist, der gerade vor mir steht und sich zeigt oder zu mir spricht. Ne? Weil der Christus und die Erkenntnis des Christus, des wahren Selbstes, in unserem Geist nicht auswechselbar war. Das war ja eine Wahl, die wir getroffen haben. Okay, und anstelle den Christus zu sehen, sehe ich jetzt eine Repräsentation des Egos. Und dafür bedarf es wieder Geistesschulung. Ja, sehen wir durch. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir deinen Geist und die Stimme Gottes, deines eigenen Geistes hier hören. Und das ist auch wirklich alles, was ich hier für mich in Erfahrung bringen möchte und mich erinnern möchte mit dir. Es erscheint mir schon wichtig, hier mit dir zu teilen, in dem Lehren von einem Kurs in Wundern, dir mitzuteilen, dass da niemand im ganzen Universum ist, dass da kein Heiliger Geist da ist, der dir etwas wegnehmen möchte von deinen Erfahrungen. Und egal wie du die Erfahrung deines Geistes, deiner selbst definierst oder zu dir selber sagst, das ist meine Erfahrung, da ist niemand da, der dir sagen möchte, dass das nicht deine Erfahrung wäre. Deine Erfahrung ist genau das, was du denkst, dass du denkst, dass es deine Erfahrung ist. Niemand ist hier, der sagen würde, dass das nicht deine Erfahrung wäre. Aber jeder hier als dein Bruder oder als deine Reflexion und die Stimme Gottes für dich und Reflexion deines erwachten Geistes wird dir immer sagen, dass es mehr gibt an Erfahren, dass es kein Ende gibt im Erfahren der Wahrheit und des Lichtes deines Geistes, dass dein Erfahren innerhalb deines wahrnehmenden Bewusstseins, deines wahrnehmenden Geistes, du als der Christus, okay, du als im Gewahrsein, dass du seinen Geist verwendest und denkst und dich trotzdem wo immer befindest, genauso, wo du denkst, dass du wärst und dass es deine Situation wäre. Und weißt du, wir lehren zwar schon ganz klar, so wie es in diesen ersten Lektionen auch ganz eindeutig ausgedrückt wird, dass das alles nichts ist. Ne? Von Lektion 1 an, nichts, was ich sehe, bedeutet irgendetwas und ich verstehe nichts, was ich sehe, Lektion 3, und dann diese Gedanken bedeuten nichts, die ich habe über alle Dinge und über mich selbst und über die ganze Welt. Und
ich sehe nichts, wie es jetzt ist, und dann meine Gedanken bedeuten nichts und so weiter und so fort. Ne? Ich sehe keine neutralen Dinge und ich habe keine neutralen Gedanken, und es geht so in diesen ersten 30 Lektionen wirklich um dieses Gewahrsein und akzeptieren lernen, dass das, was ich sehe und wahrnehme und denke, dass ich es sehe und denke, dass ich es denke, wirklich nichts ist, und nichts hat keine Bedeutung, also ist vollkommen bedeutungslos, hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun, hat nichts mit der Wahrheit zu tun, hat somit nichts mit Gott zu tun, hat somit nichts damit zu tun, wer ich wirklich bin, hat nichts mit der Schöpfung zu tun. Und trotzdem meine ich, dass ich es sehe, dass ich mich erfahre, dass es da wäre. Ich weiß zwar, dass es nicht mehr da ist, nicht wahr? Ich weiß zwar, es ist bereits vergangen, ich weiß zwar, es ist bereits vorüber, aber ich denke und glaube, dass ich mich hier in etwas befinde, in einer Idee befinde, in einem Gedanken befinde. Und jetzt nenne ich das eben Radio 1 sein, eine Sendung von Radio 1 sein, oder mich mit dir verbinden in gerade der Idee, die ich hier mit dir teile. Das wäre die Lektion des Tages zum Beispiel, ne? Oder die Idee der Bedeutungslosigkeit der Welt, die ich sehe. Und der Ausgang war, von dem wie ich mit dir hier angefangen habe, die Idee zu teilen, war dir zu sagen, dass es kein Ende gibt, das Licht und die Wahrheit zu erfahren. Und dass ich genau in der Situation, in der ich mich befinde, die beste Situation ist, um das zu erkennen. Das heißt, ich brauche mir keine neue Situation herstellen und zusammendenken, ja? Sondern ich befinde mich bereits in der Akzeptanz, dass jede Situation, wie ich sie gemacht habe, ne, das ist ja auch die heutige Lektion, ich habe die Welt erfunden, die ich sehe. Und diese Erfindung war ja ein Denken ohne Gott, ne? Weil Gott weiß nichts von dieser Welt, und Gott weiß nichts von seinem Sohn, der getrennt ist und in einer Welt leidet, der Schmerzen empfindet, der sich vorstellt, dass er krank werden könnte oder krank ist, dass er alt werden könnte und dass er nur eine bestimmte Zeit lang eine Zeitsequenz durchlebt und sich immer näher und näher einer Erfahrung hinwendet, die als Tod bezeichnet wird, von der aber weder er noch irgendjemand in dieser Welt weiß, was es wirklich ist. Und dann hat dieser Menschensohn wahrscheinlich viele esoterische Bücher gelesen, in denen Nahtodeserfahrungen beschrieben wurden, und da gibt es doch einige, die davon wissen, was Tod ist oder was passiert nach dem Tod, und glaubt, dass er selbst das noch nicht erfahren hätte oder nicht wissen könnte. Ne? Und so, ich nehme das als Beispiel her, darzustellen, dass die Situation oder das Gedankensystem, das ich als Mensch oder du als Teil der Sohnschaft und als Mensch hernehmen könntest und dir ausmalen könntest, wo du dich in der Zeitlinie befindest und wie die Zeitlinie verlaufen kann oder wie sie verlaufen soll für dich. Oder vielleicht hast du jetzt Wünsche für heute Abend oder für morgen oder für die nächsten Tage. Hast du schon gehört, dass 6 Planeten sich jetzt in den nächsten Tagen aufdrängen? Sie drängen sich dir auf, dass du sie sozusagen erfährst, ne? In ihren Konstellationen untereinander oder an sich oder wie immer. Und du wirst bestimmte Dinge erfahren und spüren, die du vielleicht in der letzten Woche oder letzten Wochen nicht erfahren und gespürt hast. Und dann meinst du, wow, das wünsche ich mir doch schon seit den letzten Monaten und Jahren. Oder dann, ja, vielleicht kann ich das ja aufrechterhalten. Aber es wird gesagt, dass es eine ziemliche Berg- und Talbahn und Fahrt sein wird. So, jetzt könntest du schon Angst haben, die nächsten Tage, was werden sie mir nur bescheren? Es waren ja schon die letzten Wochen so arg, ich habe sie schon kaum ausgehalten. War so viele körperliche Umwandlung, die passiert ist. Und
Ja, es ist schon, es geht viel vor sich, aber vergiss nicht, das bist du in deinem eigenen Geist und du bist der Macher und der Träumer deines Traumes und wie immer du entscheidest und denkst, dass du dich erfährst, das ist noch immer nach deinem Design. Du bist nicht das Opfer der Welt, die du siehst. Du bist nicht das Opfer einer Zeitlinie und bestimmter Ereignisse, die da angeblich da draußen passieren in den Sternen, in diesem kleinen Sternensystem, dieses kleinen Milchstraßen, Galaxie, Idee, die du da von dir hast. Und du bist der Macher, du bist der Erfinder dieser Welt, die du siehst. Ne? Und so kannst du zwar sagen, okay, ich möchte da weiter raus in dieses Universum, ich möchte mehr Licht erfahren, ich möchte mich mehr verbinden mit größeren Galaxien, größeren Reflexionen und holographischen Bildern meiner selbst. Ich möchte größere oder tiefere Erfahrungen der Liebe und des Lichtes und des Friedens Gottes machen für mich und in meinem Geist. Und trotzdem kannst du die Basis, was dieser Kurs in Wundern lehrt, nicht verleugnen oder umgehen oder missinterpretieren. Und die Basis ist einfach, dass du die Ursache davon bist und dass du es in deinem eigenen Geist nach wie vor bist. Du triffst dich in deinem eigenen Geist, du denkst dich in deinem eigenen Geist, nicht wahr? Das ist so. Ne? Wenn du genau hinblickst, du kannst sagen, was immer, du kannst was immer beurteilen da draußen von jemand anderen und die da draußen und diese Welt, die ich nicht mehr ausstehen kann und wo sich jeder gegenseitig umbringt und alles, was du liebst in der Welt, früher oder später, weißt du, wird dir genommen oder geht verloren, verschwindet, ne? Wird dir buchstäblich aus der Hand gerissen. Ja? Und das ist was ja Mensch versucht zu vermeiden, ja? Mit allen möglichen Kräften, ne? Mit allen möglichen magischen und psychologischen und Psychic-Kräften wird versucht, dieses Problem zu meistern. Weil es ist ja wirklich nicht vernünftig, es ist ja auch nicht verständlich und auch nicht akzeptabel, dass das, was du gemacht hast und selbst mit der Liebe Gottes und dem Licht des Himmels gemacht hast und liebst in deinem Geist, dass du das verlieren solltest. Das ist absolut unvernünftig. Ja? Das hat mich bereits als Kind vollkommen aufgeregt und war absolut nicht einsichtig. Und irgendwo wusste ich, dass Gott nichts damit zu tun haben kann. Da war ein Teil in mir, der genau gewusst hat, dass Gott wirklich nur ein liebender Gott ist und mich nur lieben kann und mir nicht etwas wegnimmt, was ich liebe oder dem ich diese Liebe gebe oder diese Liebe teile. Das kann doch nicht sein. Ja? Gott gibt und Gott nimmt. Ja, und bestraft alle Menschen, seinen eigenen Sohn, indem er ihn letztendlich dann mit dem Tod bestraft. Ne? Und zuerst mit dem Tod all dieser Lieben, die sein Sohn versucht, Gott selbst zu erfahren damit, ne? Gott zu teilen. In der Liebe, die wir füreinander spüren und die wir miteinander teilen. Man glaubst du nicht, dass da Gott präsent ist? Egal welche Form du verwendest. Ja, absolut, das ist absolut. Das waren auch diese letzten Lektionen. Ne? Gott ist in allem, was ich sehe und Gott ist in allem, was ich sehe, weil Gott ist in meinem Geist. Ne? Aber weißt du, wo das Problem liegt? Und das haben wir heute am Frühstückstisch breit untereinander besprochen. Frühstück hat erst um 11 Uhr, glaube ich, angefangen bei uns heute hier. Und da sind unsere Brüder aus England auf Besuch gekommen, Jane und Adrian aus Wisconsin und Holly aus England, und die werden hier ein paar Wochen mit uns verbringen oder ein paar Momente. Und es war dann so ganz klar, dass das, was eigentlich dann zum individuellen Problem wird oder erkannt wird, dass es dann zu einem Problem geworden ist, ist ab dem Zeitpunkt, wo Mensch versucht, sich zu etablieren, sich zu lokalisieren in der Idee, der Form der Liebe, wie sie geteilt wird. Ne? Oder was immer für eine Form des Ausdruckes
sagen wir mal, des Einsseins unseres Geistes. Ne? Und da ist absolut niemand da im ganzen Universum, der dich etwas Besseres belehren könnte oder dir eine bessere Form anbieten könnte. Ne? Weil letztendlich auch wenn ich sage, hey, lass uns doch treffen in einer Galaxie, die ein paar 100 Millionen Lichtjahre von hier entfernt ist und da ist ein größeres Licht, das tausend- und millionenfach größer ist, als was wir hier in Erfahrung bringen können. Aber weißt du, das ist ja auch alles noch so klein. Ne? Das ist es ja auch nicht wirklich. Es geht nicht wirklich darum, dass wir etwas teilen, was wir miteinander wahrnehmen oder uns dann übereinstimmen, dass diese Wahrnehmung in dem Sinne, weißt du, unsere Lichterfahrung ist nicht wirklich jetzt das Licht, das du siehst und dann sagst, oh, und jetzt sehe ich das Licht und du bist sozusagen in dieser Beobachtung, was du in deinem Geist siehst, sondern du kommst zu einer Erkenntnis des Lichtes in deinem Geist. Es ist tatsächlich nichts mehr als der Gedanke Gottes selbst. Du denkst Gott selbst. Ne? Und so bist du das, was du ja seit der Schöpfung immer gewesen bist und immer sein wirst. Ne? Seine Liebe, sein Gedanke selbst, der Schöpfung selbst. Ne? Und das kannst du nicht beobachten, das kannst du nicht sagen, okay, das mache ich jetzt so und so lange und dann werde ich es werden, dann werde ich zu dem werden, sondern entweder nicht wahr, entweder bist du es oder du bist es nicht und entweder akzeptierst du, dass du es bist oder du musst dir eingestellen, dass du dich selbst und damit Gott verleugnest. Ne? Und dafür ist tatsächlich unser Kontakt vom Bruder mit Bruder, der Kontakt des erwachten Geistes, der Kontakt mit dem Heiligen Geist, der Kontakt mit Jesus selbst, mit dem Christus selbst, der Kontakt mit jedem erwachten Geist und du kannst auch sagen, der Kontakt mit jedem Satz aus diesem Kurs in Wundern. Ne? Alles, was Ausdruck ist deines Erwachens und von Gott selbst spricht und von deiner Perfektion spricht, wird zu diesem Kontaktpunkt, ne? Wird zu dieser Referenz, zu diesem Referenzpunkt. Und du gibst ihm sowieso die Bedeutung, die es für dich hat. Ne? Und so sagst du, okay, das ist für mich eine wahre Aussage oder das ist für mich, wir hatten das in einer dieser letzten Lektionen, ne? Das Sprungbrett zur Schau. Ne? Es wird zu deinem Katapult, zu deinem Sprungbrett in eine Sichtweise, wie du mit ihm siehst, ne? Wie du im Licht und mit dem Licht siehst, wie du Gedanke denkst, ne? Wie du seinen Gedanken denkst, wie du mit seinem Geist denkst. Und solange du bereit bist, das jederzeit dir neu zeigen zu lassen, jederzeit in aller Möglichkeit akzeptierst, solange du Gott nicht limitierst mit anderen Worten und begrenzt und ihm sagst, was die Form wäre, was für dich akzeptabel wäre als Liebe und was nicht mehr akzeptabel ist als Liebe, solange du ihm nicht ein Schildchen umhängst, ne? Das ist Gott und das wäre es nicht. Ne? Solange du offen bleibst für alle Möglichkeiten, solange du offen bleibst, dass Gott sich jeden Moment neu offenbart in deinem Geist, als du selbst. Ne? Solange Gott als du ständig neu sein kann, ja? Solange wirst du sehen, dass überhaupt kein Problem da ist. Wirst du sehen, dass auch das, was du noch wahrnimmst als eine Welt, absolut keinen Einfluss mehr auf dich hat, keine Auswirkung mehr auf dich hat. Ne? Du siehst die Welt, die du siehst und okay, ich werde hier mal eine kurze Pause einlegen mit einem Lied und dann da weitermachen, um dir zu zeigen, dass das Eingeständnis muss schon da sein, dass die Welt, die ich sehe, tatsächlich nichts anderes war als ein Angriffsgedanke auf Gott selbst und auf mich, weil es ja ein Gedanke der Begrenzung ist. Aber mit der Akzeptanz der Schau und des Erlernens mit seinem Geist zu sehen, hast du jetzt die Fähigkeit, diese Welt neu zu sehen. Du kannst etwas in dieser Welt sehen, was die Welt nicht sieht. Okay? Du kannst etwas sehen, was niemand sehen kann, der den Gedanken Gottes nicht für sich akzeptiert, der sozusagen das Wunder ablehnt und nicht das Wunder einsetzt, um zu sehen. Und damit auch es um das Sehen geht, um diese Schau geht, um die zunutze machen dieses
Gedankens geht und nicht mehr um eine Welt da draußen. Und ob die jetzt akzeptabel wäre und sich mir heilig zeigt oder heiliger zeigt oder esoterischer zeigt oder liebevoller zeigt oder weniger, sondern, weißt du, die Anfangslektionen haben uns deutlich gezeigt, alles ist bedeutungslos. Das Gute und das angeblich Schlechte ist genauso bedeutungslos. Die guten Erfahrungen, die du hast und die traurigen und zerstörenden Erfahrungen, die du machst, sind beide bedeutungslos. Aber jenseits der Bedeutungslosigkeit ist eine Wahrheit und die ist, die wir uns zunutze machen müssen. Verstehst du? Wir haben keine Wahl, anders als die Wahrheit zu sein und anders als mit der Wahrheit zu denken. Und das ist, was dieser Kurs in Wundern dir ans Herz legt und dir wirklich in deine Hände legt, als ein, wenn du glaubst, dass das ein Problem für dich ist oder dass du nicht fähig dazu bist, als ein Geistestraining. Ne? Und in dem Sinne, jeden Tag hast du eine Lektion und du gehst von Tag zu Tag. Das heißt aber nicht, dass du einen Morgen dir wünschen solltest oder musst oder dass du es siehst als, okay, ich lebe eingebunden in einen Zeitintervall von einem Jahr. Aber wenn du dich wirklich morgens noch hier auffinden oder wiederfinden solltest, dann kannst du wissen, dass zwar eine neue Form dir gegeben wird, um dich daran zu erinnern oder dich zurückzuführen zu einem Gewahrsein, wer du bist in der Schöpfung oder dass dein Denken aus der Vergangenheit nicht mehr akzeptabel ist oder überhaupt nicht mehr anwendbar ist, würde ich mal sagen. Ne? Und dass eine neue Denkweise, eine neue Sichtweise nicht nur möglich ist, sondern notwendig ist. Und dass wir in der Akzeptanz dieser, das ist was Reversal, ne, was dieser Ersatz, dieses Ersetzens dieses Ego-Gedankensystems, will ich mal sagen, mit der Denkweise des Heiligen Geistes und in dem Sinn einer neuen Kommunikation zustimmen. Ne? Verstehst du? Also die neue Kommunikation, die, wenn ich sie wirklich für mich jetzt leben will, mit dir teilen möchte, für mich akzeptiere, dann kann ich nicht hergehen und so tun, als das, wie ich meine Welt in der Vergangenheit erfunden habe und verteidigt habe, dass ich noch meinen könnte, dass das irgendetwas an Wert hätte oder dass ich damit Recht behalten könnte oder es besser wissen würde als Gott selbst. Ne? Und das ist wirklich, was ich an diesem Kurs in Wundern liebe. Ne? Dass diese Kompromisslosigkeit, ne? Dass da absolut nichts dazwischen ist, zwischen meiner völligen Bereitwilligkeit, meine alte Denkweise aufzugeben und meine vollkommene Akzeptanz, seine Denkweise, das ist, was Heiliger Geist ist, ne? Gottes Denkweise, ne? Zu akzeptieren und zu sehen, dass ich wirklich keine Referenz aus der Vergangenheit habe, mit der ich sagen könnte, oh ja, das kenne ich ja eh schon, das habe ich ja eh schon alles auch so gedacht und so gemacht und hat halt nicht funktioniert. Ne? Nein, dazu habe ich wirklich keine Referenz. Ich habe keine Referenz zu der Stimme des Heiligen Geistes, wie ich sie jetzt höre, aus meiner Vergangenheit. Es ist wirklich etwas vollkommen Neues. Und das ist auch wirklich das Großartige, dass ich jetzt mit dir teile und in dir sehe und in dir wertschätze und somit wertschätze, was die Sohnschaft selbst uns als einem Geist anbietet. Ne? Und das ist, wo wir einfach wirklich spontan und ohne Grund einfach sehen, wie glücklich wir sind. Ne? Ja, hörst das nicht, ne? Ja, Radio 1 sein, der Satellit deines Geistes, nicht wahr? Habe ich schon fast vergessen. Was für eine Idee, ja? Wow. Und dann siehst du auch wieder, wie schnell diese Ideen sich verändern und das ist auch irgendwie gut, weil
lass es einfach alles verändern. Ne? Und so, damit es wirklich absolut spontan bleibt, ne? Damit du wirklich siehst, okay, ich bewege mich wirklich nicht in Zeit und da von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche, sondern es ist wirklich nur dieser eine Moment und das ist der einzige Tag heute. Und da habe ich zwar diese Lektion 32, die mir sagt, ich habe die Welt erfunden, die ich sehe, und eigentlich das schockiert mich so bis in das Mark meines Bewusstseins, dass ich schon wieder explodiere vor Freude. Das ist ja, was mir noch gefehlt hat. Das war der einzige Baustein, der mir gefehlt hat. Ja, weißt du, das war in deinem Erwachen. Du bist zwar rausgegangen ins Universum und hast entdeckt, dass du eins bist mit dem gesamten Universum, aber als du wieder zurück hereingekommen bist, das hat ja überhaupt keinen Sinn gemacht. Ne? Du hast ja ganz genau gewusst, da ist nichts mehr da von dem. Ne? Und da war nie irgendetwas wirklich von dem, nicht wahr? Ich meine, sei doch mal ganz ehrlich zu deiner Retrospektive dieses einen Momentes, in dem du auch wirklich jetzt auch nicht mehr gezweifelt hast, der ja längst in der Vergangenheit zurückliegt. Ne? Aber der ist nicht vergangen, verstehst du? Der ist nirgendwo hingegangen. Der ist hier und jetzt genauso präsent, wie er vor 20 Jahren oder vor 20 Sekunden war. Ne? Als du im Jodeln Hollerei in den Himmel gesprungen bist. Ne? Es spielt ja überhaupt keine Rolle, was ich sage. Verstehst du, ich kann mich ja nicht lokalisieren in einer Erwachenserfahrung in Zeit. Die Erwachenserfahrung hat ja nichts mit Zeit zu tun. Zu sagen, ich hatte vor 20 Jahren eine Erwachenserfahrung oder vor 2 Jahren oder vor 20 Monaten oder was immer, ist ja vollkommen bedeutungslos. Das, was wir wirklich teilen aus der Erkenntnis des Erwachens unseres einen Geistes, ist ja, dass Zeit nicht existiert. Ne? Wir haben doch gesehen, dass da nichts verläuft in Zeit. Ne? Zeit ist kollabiert, Zeit ist stillgestanden für einen Moment und so steht es noch immer still. Zeit bewegt sich nicht, da ist kein Morgen, da ist kein nächster Moment, da wartet keine Nacht auf mich, in der ich gut schlafen möchte oder was immer. Ja? Verstehst du? Das ist, was Träumen ist, das ist, was Illusion ist. Und du kannst jetzt sagen, okay, ich bin aus dem Traum erwacht, aber es ist bedeutungslos in dem Sinn, wenn du nach wie vor bedeutungslose Reflexionen siehst. Ne? Und erwacht sein kann nur in dem Jetzt-Gedanken deine klare Erkenntnis sein, dass nichts von dem, was du hier siehst, wirklich ist. Und in deinem sozusagen Zurückkommen in eine Wahrnehmung, die ja noch einen Sinn und Zweck erfüllt. Ne? Glaubst du, dass dir hier eine Wahrnehmung präsentiert wird in deinem eigenen Geist von dir selbst, ohne dass du einen Sinn und Zweck erfüllen kannst? Ne? Dass du da einfach nur sagst, oh, wie schrecklich es doch ist, dass ich sehe noch immer diese bedeutungslose Welt und ich sehe diesen Schrecken und dieses Leiden und all das in dieser Welt und ich weiß ja, dass ich es nicht mehr will und ich weiß ja, dass da nichts mehr da ist. Nein, du hast einen vollen Sinn und Zweck drin zu erfüllen. Und das ist, was Vergebung ist. Ne? Das ist nichts anderes als, okay, das ist jetzt hier, macht mir wohl überhaupt keinen Sinn, ja, gestehe ich mir ein, oder vielleicht glaube ich, dass es mir Sinn macht, spielt ja auch keine Rolle. Das eine ist wie das andere. Ne? Aber das, was zu erfüllen ist, ich muss das Licht darin erkennen können. Ich habe keine andere Wahl mehr, als die Liebe, wie mein Vater mich liebt und dich liebt und alles liebt, die Schöpfung selbst, drin zu erkennen. Okay? Nicht, okay, das ist jetzt da, damit ich in 20 Minuten endlich diese Sendung über die Runden gebracht habe und dann gehe ich und mache mir ein gutes Abendessen und endlich ist es vorbei, endlich brauche ich mir selber nicht mehr zuhören. Nee, es ist wirklich da, dass ich das Licht, das ich seit der Schöpfung mit mir mittrage in meinem Geist, dass ich bin, ja, hier wiedererkenne als mich selbst und als genau das, was es ist. Ne? Nicht als irgendetwas Begrenztes, nicht als ein schönes Licht, ein schöneres Licht oder ein weniger schönes Licht, ein langweiliges Licht oder ein aufregenderes Licht oder was immer, ne? Was diese Qualitäten sind, die urteilender Geist hier abgibt, ne? Sondern als das Licht selbst, als der Gedanke Gottes selbst. Und
erst im Erfüllen, im Ja, in der Akzeptanz, dass ich hier tatsächlich einen letzten Sinn und Zweck erfülle. Ne? Nicht in seinem Geist, okay? In Gottes Geist bist du nach wie vor absolut perfekt und die Liebe selbst und so, wie du immer gewesen bist, aber in deinem eigenen Geist. Ne? Du bist der sagt, okay, ich bin aktiv in der Umwandlung meiner Wahrnehmung zum Beispiel. Ne? Das kannst nur du dir selber sagen. Oder ich sehe jetzt eine glückliche Welt oder ich sehe eine weniger glückliche Welt. Ne? Du bestimmst genau das, was du siehst. Das hast du entschieden, das wählst du oder hast du bereits gewählt. Ne? Und so wird dir hier von Jesus selbst eine neue Wahl angeboten. Du kannst alles so sehen, wie das ganze Universum denkt. Du kannst alles so sehen, wie du siehst im Himmel selbst. Ne? Da ist absolut kein Hindernis oder keine Blockade da. Ne? Ein Bruder hat unlängst in seiner Session über, ja, und da sind eben noch meine Blockaden, hat er gesagt, ne? Und wir haben sofort darüber gewitzelt, na, das ist wohl dein Haustier, ne? Blocki, aus, Blocki, sitz, aus, Blocki. Das sind deine Haustiere, das sind deine Spielgefährten, ne? Und die nimmst du mit und die kannst du wirklich halten, solange du willst, aber sie haben trotzdem keine Bedeutung, ne? Sie haben keine Wirklichkeit. Du machst sie wahr in deinem Geist und dieses Wahrmachen in deinem Geist ist ein Spielchen. Und das ist deine vollkommene Wahl und du kannst es nur jetzt neu wählen und sagen, okay, ich habe genug von allen Spielchen oder ich habe zumindest genug von den Spielchen, mit denen ich mich verletzt habe. Ne? Ich habe zumindest genug von den Spielchen gestrige Lektionen, ne? In denen ich mich als Opfer der Welt fühlen wollte oder musste oder geglaubt habe, dass ich wirklich verletzbar wäre. Ne? Und zurückzukommen auf das, was ich dir hier versprochen habe, noch einen Blick darauf zu werfen, dass ja eine Welt zu sehen nichts anderes ist als ein nicht eingestandener Angriffsgedanke. Ne? Nämlich, das war ja Lektion 26, ne? Meine Angriffsgedanken, meine Deck Thoughts are attacking my invulnerability. Ich kann immer diese Lektion, ich weiß auch nicht, ich muss sie zuerst immer in Englisch denken und dann übersetzen. Entweder stimmt da nicht mit der deutschen Übersetzung oder ich habe wirklich ein bisschen ein Problemchen mit meiner Erinnerung. Okay, hier habe ich es aufgeblättert, meine Angriffsgedanken greifen meine Unverletzlichkeit an. Ne? Gute Übersetzung. Gut, ne? Und diese Übersetzung, diese Lektion macht ja auch ganz klar, ne? Dass wenn du angegriffen werden kannst, bist du nicht unverletzlich und du siehst Angriff als eine wirkliche Bedrohung an. Und das ist so, weil du glaubst, dass du wirklich angreifen kannst. Oh oh. Ja, siehst du, das Eingeständnis, wenn ich glaube, dass ich bedroht werden kann oder verletzt werden kann und ich kann zwar sehen und akzeptieren, okay, das ist ein Angriffsgedanke, aber dann einzugestehen, zu glauben, dass ich wirklich angreifen kann und dass das der Ausgangsgedanke ist, der das alles erst erzeugt, ne? Der zur Verletzlichkeit, zum Denken der Verletzlichkeit, zum wirklich Denken, dass ich ein verletzlicher Körper wäre, ne? Eine verletzliche, okay, eine Identität wäre, eine Identität, die verletzbar wäre, ne? Auslöschbar wäre, mit anderen Worten. Ne? So, wenn könnte ich angreifen? Ne? Es ist alles Teil dieser Lektion. Ne? Ich muss zuerst glauben, dass ich mich selbst angreifen kann. Ne? Ich muss mich immer zuerst selbst angreifen, sagt hier Jesus in dieser Lektion. Ne? Und weiters, nichts außer meine Gedanken können mich angreifen. Ne? Nichts außer deine eigenen Gedanken können dich angreifen und kannst dich immer nur selbst angreifen. Und zu denken, dass du dich selbst angreifst, macht dich verletzbar. Wenn du dich verletzbar fühlst, wirst du was sehen? Eine Reflexion deiner Verletzbarkeit. Das heißt, eine Welt, die verletzbar ist oder verletzt wird, ne? In der es Krieg gibt, ne? In der es Opfer gibt,
Sind wir nicht gerade Ägypten? Wie viele Opfer haben wir da jetzt gezählt? Ne? 300 und so viele Verletzte, 3000 Verletzte und so weiter. Und das ist natürlich im Steigen begriffen. Ne? Dann siehst du mal, was dein Geist hier... Ja, danke Eva für diesen Smiley. Da kann ich wirklich nur drüber schmunzeln. Ne? Aber weißt du, das ist auch nicht mehr... Es ist für uns nicht mehr akzeptabel. Ne? Wir sehen wirklich diesen Wahnsinn dahinter in diesem Gedankensystem. Ne? Und dann, ja, danke für dieses Angebot von Jesus selbst, der mir sagt, okay, ergründe die Ursache. Ne? Und sieh mal her, wer die Ursache davon ist. Ne? Finde heraus, dass die Idee den Geist nicht verlassen haben und dass diese Quelle dein Geist ist. Und lass es einfach los. Ne? Gib ihm keinen Wert mehr. Nähre es nicht mehr mit diesen Spielchen, die Opferspielchen kannst du sagen. Nähre es nicht mehr mit diesen Abhängigkeitsspielchen. Nähre es nicht mehr mit irgendeiner Art deines menschlichen Suchtverhaltens, süchtig zu sein, sich getrennt fühlen zu müssen und zu wollen von deinem Bruder und von Gott selbst. Ne? Das ist, was die menschliche Sucht ist. Mensch ist ein Ausdruck der Sucht nach Trennung. Und Trennung, was wird die Emotion dazu sein? Natürlich sofort Angst und damit alle Formen der Angst. Ne? Und da sind wir. Ne? Wird es mich aufregen? Absolut. Bin ich aufgeregt seit Anfang der Zeit? Absolut. Ne? Rege ich mich auf aus einem Grund, den ich gar nicht verstehe? Aus irgendeinem Grund? Ja. Rege ich mich auf, weil ich etwas sehe, was nicht da ist? Das ist, was menschliches Sehen ist mit den Augen des Körpers. Ne? Und rege ich mich auf, weil ich eine bedeutungslose Welt sehe? Du bist in deinem menschlichen Sehen, kannst du gar nicht anders sein als ständig erregt, aufgeregt, ärgerlich, ne? Im Ärger. Ne? Und da kommt Jesus und sagt, wie fühlst du dich? Ja? Ist das toll? Findest du das wirklich toll, wie du dich fühlst? Ne? Willst du dich weiterhin so fühlen? Oder bist du bereit für den Frieden Gottes? Ne? Bist du bereit, mit mir die Liebe Gottes zu teilen? Bist du bereit, dein Herz zu öffnen und dich auch nicht mehr länger in diesem Öffnen deines Herzens und deines neuen Fühlens der Liebe Gottes bist du bereit, dich nicht mehr zu lokalisieren und zu etablieren, sondern dass eine ganz frische, neue, frische Liebe, die Liebe zu sein. Die Liebe, die wir nicht definieren können, die Liebe, die ich nicht aus der Referenz, wie wir uns aus der Vergangenheit definiert haben, ja, das war es. Ne? Kannst du dich nicht erinnern? Jetzt müssen wir das wiederholen und versuchen, möglichst nah daran zu kommen. Das führt ja doch nirgendwo hin. Ne? Das ist doch ein vollkommener Unsinn. Ne? Aber das ist, weißt du, das ist tatsächlich was dieses, ja, hi. Ich bin nicht von irgendwo, okay? Und ich will nicht mehr, du willst auch nicht mehr von irgendwo sein. Aber in Ägypten sind ja, zuerst dachte ich, das sind mindestens 3000 Österreicher dort, dann dachte ich, es sind nur 300, weil sie ja die Rettungsflugzeuge runtergeschickt haben. Und heute habe ich erfahren, dass es 300 wurden gerettet, aber weitere 1500 sollen sich noch dort befinden. Und kannst du dir vorstellen, die österreichische Seele, die lässt sich nicht so schnell abbringen von so ein bisschen Revolution. Wir sind ja jetzt bei den Pyramiden, verstehst du? Ja, die Depperten, lass dich da weiter Krieg führen. Das lasse ich mir nicht gehen. Das ist mein Sphinx, die ich da jetzt endlich einmal fotografieren will. Ne? So, die neueste Meldung aus dem Außenministerium ist, wenn du nicht zufrieden bist mit deinem Ticket, das du zu deinem Nachhausefahren hast und du solltest in Angst geraten und du hörst mich gerade in Ägypten hier Radio 1 sein, dann wird dich das Außenministerium abkassieren dafür. Ne? Und dann sagen sie, wenn du jetzt um Hilfe bittest und du brauchst eine extra spezielle Rettungsaktion, dann musst du sie auch bezahlen. Das ist der Zustand dieses Platzes. Okay. Aber es ist irgendwo, finde ich das auch cool. Ne?
Du hast eine Chance nur, okay? Das ist ein Ruf und das ist die Stimme für Gott und die sagt, hey, bist du bereit, jetzt erlöst und gerettet zu werden? Bist du jetzt bereit, von deinem glücklichen Traum, ne? Du bist ja ein Zeitreisender und dann bereist du halt gerade, was du da holographisch hinplatziert hast, als deine Erinnerung der letzten 6000 Jahre. Ne? Und hier ist ein Ruf, hey, hier ist ein wir sagen nicht Flugzeug, sondern wir sagen dazu, das ist ein Spaceship. Ne? Und das kommt hier rein und bietet dir an, ob du alles so sein lässt, wie es ist. Ne? Da ist ein absolutes Chaos in der Welt und alle sind hinter dir her und dein kleines Leben, wie du es definiert hast, ist bedroht, absolut, ne? Weil ich habe dir ja gerade vorgelesen, weil du wirklich glaubst, dass du angreifen kannst. Ne? Somit wird dann alles zur Bedrohung und das siehst du in dieser Welt. Und hier ist ein Ruf aus nirgendwo her, bist du bereit, nach Hause zu kommen. Ne? So, du verbindest nach Hause sofort mit Wien und Österreich. Ne? Anstelle, dass du denken würdest, wow, Gott grüßt mich zurück und ruft mich zurück in den Himmel. Ne? Ja, natürlich will ich sofort nach Hause. Danke für diese Einladung. Nimm mich zuerst. Hier bin ich, wir gehen in das Licht. Hebe deine Hände hoch. Mich zuerst. Ja, ich bin absolut bereit. Ja. Was bist du bereit, mein Bruder, dafür zu geben? Die ganze Welt, wie du siehst, weil das ist nämlich der Lehrplan, ne? Dass du bereit bist, die ganze Welt, die du gibst, loszulassen und aufzugeben, um nach Hause zu kehren. Ne? Die ganze Vergangenheit, deine Denkweise und alles, was du da hinprojiziert hast, was du gesehen hast bislang, in deinem Geist an Wertigkeiten und alle deine Erfindungen, ne, die Welt, die du erfunden hast, bist du bereit, sie loszulassen, sie nicht mehr wertzuschätzen für einen Moment? Bist du bereit, das Licht zu sehen? Bist du bereit, nur das Licht wertzuschätzen und nichts mehr anderes? Nur die Liebe Gottes zu wollen in all deinen Beziehungen, in all deinen Kommunikationen, in Zeit und außerhalb der Zeit? Das ist, was wirklich angeboten wird. Ne? Bist du entschlossen zu sehen? Bist du entschlossen, alles so anders zu sehen, dass keine Verwechslung mehr stattfindet mit dem Gedanken Gottes, mit dem Lichtgedanken selbst? Bist du bereit, in deinem Zusammenkommen mit deinem Bruder nicht mehr die Kleinheit des Körpers wertzuschätzen, sondern die Größe des Geistes? Das ausdehnende Licht in der Größe des erwachten Geistes, in Gottes Geist selbst? Wo kann dann Angst sein? Wo kann dann dein Ärger sein? Wo kannst du irgendetwas rechtfertigen in der Idee eines menschlichen Zustandes? Wo existierst du dann überhaupt in Raumzeit? Wo ist da irgendeine Existenz, die Limitiertheit aufweist? Wo ist da irgendetwas, was nicht Ewigkeit selbst ist, was eins ist? Ja. Wo ist da irgendetwas, was getrennt sein könnte als Ursache und Wirkung? Heute entwickeln wir das Thema von Ursache und Wirkung weiter. Du bist nicht das Opfer der Welt, die du siehst. Warum nicht? Sag mit mir gemeinsam, weil ich sie erfunden habe. Weil du sie erfunden hast. Und du kannst sie ebenso leicht aufgeben, wie du sie erfunden hast. Du wirst sie sehen oder nicht sehen, ganz nach deinem Wunsch. Solange du sie willst, wirst du sie sehen. Und wenn du sie nicht mehr willst, wird sie für dich nicht mehr zu sehen sein. Ein Paragraph dieser Lektion, die ja tatsächlich in wirklicher Verbindung steht mit der Lektion 15. Was besagt die Lektion 15? Fortgeschrittener Lehrer Gottes. Hast du schon abgedreht, den Radio 1? Meine Gedanken sind Bilder, die ich gemacht habe. Das ist ja auch wirklich dieselbe Aussage, ist ja wirklich nichts anderes, als zu sagen, ich habe die Welt erfunden, die ich sehe. Meine Gedanken sind Bilder, die ich gemacht habe. Du kannst ruhig die Betonung auf ich geben.
Oder die Lektion 14 davor, die uns besagt, Gott hat keine bedeutungslose Welt erschaffen. Ergo, deshalb, Lektion 32, ich habe die Welt erfunden. Er sagt nicht erschaffen, weil es ein Machwerk ist, ein Machen. Wir verwenden das Wort machen, nicht erschaffen. Ich habe die Welt erfunden, ich habe sie gemacht in meinem Geist, in einem Moment des Wahnsinns. Oder lass uns da mal Lektion 21 hatten wir. Ich bin entschlossen, die Dinge anders zu sehen. Ne? Das war doch dieser Satz, den wir gerade hatten. Solange du sie willst, solange du nicht anders sehen willst, wirst du sie sehen, wenn du sie nicht mehr willst. Ne? Wenn du die Dinge, wenn du die Welt anders sehen möchtest, wird sie für dich nicht mehr zu sehen sein. Ja, und dann mach einfach die Lektionen. Ne? Und es wird ja, sollst dich doch, ist doch wirklich keine große Sache. Ne? Dass du sie, glaube ich, 5 oder 6 Mal am Tag für 3 bis 5 Minuten und dann dabei den Gedanken 2-3 Mal wiederholst, ne? Und dir die Augen schließt und dir auch deine innere Welt ansiehst und dir genauso die Bilder der äußeren Welt ansiehst, ne? Und dir dann letztendlich sagst, ich habe diese Situation, wie ich sie sehe, erfunden. Lass uns nochmal miteinander teilen, was uns hier die Wiederholungslektion des 20-Minuten-Buches anbietet, bevor wir hier nach Hause gehen. Ja, es sieht gut aus, danke dir, ich liebe dich. Ich habe die Welt erfunden, die ich sehe. Ich habe das Gefängnis, sagt hier Jesus, das Gefängnis, in dem ich mich selbst sehe, erfunden. Und das Einzige, was ich tun muss, ist das zu begreifen. Und ich bin frei. Du brauchst wirklich nur begreifen, dass du der Macher, der Träumer des Traumes bist, der Macher der Welt bist. Dieses unmöglichen Gedankens, den Gott nicht denken konnte. Und du bist frei. Ich habe mich dahingehend irregeführt, zu glauben, es sei möglich, den Sohn Gottes zum Gefangenen zu machen. Dich selbst zum Gefangenen zu machen. Du glaubtest, es sei möglich. Ich habe mich in dieser Überzeugung sehr geirrt, die ich nun nicht mehr will. Gottes Sohn muss ewig frei sein. Er ist, wie Gott ihn schuf und nicht, wie ich aus ihm machen möchte. Und nicht, was ich aus ihm machen möchte. Entschuldige. Er ist, wo Gott ihn haben will und nicht, wo ich ihn gefangen zu halten glaube. Wow. Weißt du kannst das nicht wirklich machen. Ne? Du kannst zwar daran glauben, aber du kannst es trotzdem nicht wirklich machen und wirklich halten. Ne? Und dann kommen wir bereits morgen zur morgigen Lektion, die uns dann verkünden wird, dass es eine andere Art gibt, die Welt zu betrachten, ne? Zu sehen. Ja, ich glaube, das machen wir jetzt noch ganz schnell zum Abschluss und dann haben wir noch eine kleine Abschiedsmusik und danke dir, dass du dich hier zumindest für einen Moment eingelinkt hast. Da der Sinn und Zweck der Welt nicht der ist, den ich hier zuschrieb, muss es eine andere Art und Weise geben, sie zu sehen. Ich sehe alles verkehrt herum. Ne? Du wirst niemanden finden in deiner Welt, der das gänzlich eingesteht. Ne? Teilweise vielleicht, aber gänzlich zu sagen, wow, alles was ich sehe in der Welt ist ein verkehrt herum sehen. Ne? Ist wirklich ein durch die Projektion der Versuch, Ideen wirklich zu halten, die absolut im Gegensatz zur Wahrheit stehen und wirklich nichts mit der Wahrheit zu tun haben. Und meine Gedanken sind das Gegenteil der Wahrheit, hier steht es schon. Ich sehe die Welt als ein Gefängnis für den Sohn Gottes an, demzufolge muss die Welt in Wirklichkeit ein Ort sein, an dem er befreit werden kann. Ich möchte die Welt so sehen, wie sie ist, und zwar als Ort, wo der Sohn Gottes seine Freiheit findet. Was für eine großartige Aussage, ne? Was für ein großartiges Angebot. Und es ist wirklich niemanden anderen Wahl als deine Wahl, lieber Bruder, das zu wählen, dass du deine Freiheit finden willst, jetzt, hier, jetzt, und so auch die Freiheit deines Bruders und du bereitwillig bist, damit in deinem
Geisteswandel und einer neuen Art, die Welt zu sehen, dich selbst zu sehen und dich selbst in deinem Bruder zu erkennen, du auch siehst, dass dir wirklich nur Heilung angeboten wird und du nur Heilung erfahren kannst und als solches erfährst. Ne? So, wow. Das ist schon großartig. Ne? Und dann haben wir Lektion 34, ich könnte stattdessen Frieden sehen. Und 35 kommen wir bereits in die Heiligkeitslektion und mein Geist ist Teil von Gottes Geist, ich bin sehr heilig. Und ja, wow. Ist doch begeisternd, nicht? Ist doch wirklich schon etwas Großartiges, was wir miteinander hier teilen. Und mal sehen, was wir da noch für ein Abschiedslied von Radio 1 sein für dich haben. Ich war da, ja, ich könnte auch durchaus etwas spielen, womit ich heute aus den Träumen des Schlafens aufgewacht bin, habe die Augen geöffnet und da war das eine Lied, hat sich gesungen und gespielt und ich konnte es gar nicht abstellen. Es war so stark und ich glaube, das teile ich jetzt ganz einfach mit dir. Aber wenn ich es finde, Sun is Shining war es ganz genau zu Hause, ja. Das muss ich mal kurz noch. Ja, gut. Ich liebe dich und wir setzen hier fort entweder auf der Endeavor-Seite oder auf Belltalk. Und du findest ja diese Ankündigung auch auf Facebook. Wenn du möchtest, schicken wir sie dir zu. Und ich hoffe, dass du auch siehst, dass dein Erwachen eine wirkliche Sache, eine wirkliche Erfahrung ist und dass es wirklich um diese Erfahrung für dich jetzt auch geht und nicht mehr um hier etwas zu studieren oder zu lernen oder einen bestimmten Zeitvertreib zu haben, sondern tatsächlich zu sehen, dass es ein Angebot ist, in dieser Erfahrung unseres Einsseins und des Einsseins unseres Geistes die Offenbarung der Schöpfung für dich selbst in deinem eigenen Geist zu empfangen und dich selbst zu erkennen. Und danke dir für das, dass du da bist und damit ja dein Ja demonstrierst. Und Sun is shining, ja, absolut. So, sehe dich hier und jetzt. Vielen Dank für dein Dabeisein. Wunderbar. Ich hoffe, es hat dir beim Erinnern geholfen. Ich freue mich total über Kommentare, wie du es verstanden hast, oder ein simples Herzchen. Und vielen Dank natürlich für deine Wertschätzung. Und wenn du magst, wenn du meine Arbeit wertschätzen, sozusagen unterstützen möchtest, in der Beschreibung findest du den Link, wo du deine Wertschätzung zum Ausdruck bringen kannst. Klick einfach auf den Link drauf und wähle dann aus, welche und wie viel deine Unterstützung dieser Arbeit als Mitgliedsbeitrag sein soll und wie lange du das gerne machen möchtest. 5, 10, 20 Euros, wähle, wie es für dich stimmt. Du kannst es auch jederzeit natürlich verändern. Und danke an alle, die es schon tun. Und wenn du siehst, dass du geführt bist, lade noch jemanden ein. Du findest das gesamte Programm, wie auch viele andere Podcasts, auf meiner Webseite devavan.com, auf meinem YouTube-Kanal und auf Spreaker im Kanal Die Stimme des Himmels in den verschiedenen Playlists. Und natürlich freue ich mich ganz besonders, wenn du ganz einfach so zu unserem nächsten gemeinsamen Verbinden mit diesem Angebot von Christus Jesus wieder mit dabei bist. Ja, Gottes Segen für dich und uns alle. Bis dann.